In diesem Video wollen wir uns mal mit dem Thema KI, also künstliche Intelligenz, beschäftigen und wie man das Ganze im MetaTrader für den automatischen Handel einbringen kann. Wenn Sie nur den MetaTrader öffnen, dann werden Sie wahrscheinlich noch nichts davon gesehen haben. Aber sobald Sie hier auf IDE klicken, landen wir im Meta-Editor und ich stelle das hier mal auf Deutsch um und starte das neu. Und wenn wir hier auf Ansicht, Werkzeugliste klicken, dann sehen wir hier oben ein neues Symbol. Sendeaufforderung für einen Codevorschlag an Copilot. Copilot ist eine Lösung, die vor einiger Zeit erfunden wurde für Programmierer. Ursprünglich gab es das für GitHub. Das ist eine Art von Online-Code-Sammlung für Programmierer. Mittlerweile findet man diese Copilot-Option aber auch in Office-Produkten und jetzt halt auch im Meta-Editor. Damit man das Ganze nutzen kann, muss man zunächst eine Einstellung vornehmen. Wenn wir hier auf Extras Optionen klicken, dann gibt es hier eine neue Option, die nennt sich Copilot. Und hier müssen wir einen sogenannten API Key eintragen. API Key steht für Application Programming Interface, also Programmierschnittstelle. Ich habe jetzt hier schon einen solchen Key ausgewählt, denn ich mache schon einiges mit KI. Und das Modell, was ich mir hier ausgesucht habe, ist GPT 3.5 Turbo. Es gibt auch die 4er-Modelle hier, die sind aber deutlich preisintensiver. Wenn Sie noch keinen API-Schlüssel haben, dann können Sie hier oben auf diesen Link klicken und wir landen dann auf der Webseite von OpenAI. Da müsste man sich jetzt neu anmelden oder einloggen. Ich selbst habe da schon ein Konto. Wir können uns jetzt mal anschauen, wie so der Verbrauch aussieht. Wenn man den teuersten Tag im April nimmt, dann habe ich da 1,85 $ ausgegeben. So im Schnitt kann man im Monat bei normaler Nutzung mit 10 bis 15 $ Ausgaben rechnen. Hier oben links gibt es jetzt die Option, sich solche API-Keys zu erstellen. Dazu klickt man hier unten auf New Secret Key. Vergibt hier einen Namen wie MetaTrader und klickt hier auf Create Secret Key. Ich habe schon eine ganze Menge davon. Die muss man sich allerdings an einem sicheren Ort irgendwo speichern, denn man sieht später nicht mehr den ursprünglichen Schlüssel. Den kann man nur beim ersten Mal hier kopieren. Wenn man sich einmal die Preisoptionen von OpenAI aufruft, dann sieht man hier auch deutliche Preisunterschiede. Das teuerste Modell in der 4er-Version kostet aktuell 120 $ für 1 Million Token, während man bei GPT 3.5 Turbo maximal 2 $ bezahlt. Das ist schon ein erheblicher Preisunterschied und das macht diese GPT 3.5 Turbo-Option deutlich interessanter. Sobald Sie Ihren eigenen Key hier eingefügt haben, können Sie auf OK klicken. Jetzt ist der Meta-Editor soweit vorbereitet und im nächsten Video werden wir dann so eine Funktion hier von unserem Copiloten erstellen lassen. Das war's für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.